Millionen Menschen kennen sie. Die Freiheitsstatue gehört zu den berühmtesten Bauwerken der Welt. Für viele steht sie für Amerika, für Freiheit und für einen Neuanfang. Doch kaum jemand kennt die Geschichte hinter diesem Monument. Denn die Freiheitsstatue wurde nicht massiv gegossen oder aus Stein errichtet. Ihre Außenhaut besteht aus dünnen Kupferplatten, getragen von einer ausgeklügelten Eisenkonstruktion. Sie war ein politisches Geschenk, eine technische Meisterleistung und eines der ehrgeizigsten Bauprojekte des 19. Jahrhunderts. Sie musste finanziert, in hunderte Einzelteile zerlegt, über den Atlantik transportiert und anschließend wieder zusammengesetzt werden. Alles beginnt einige Jahre nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Die Vereinigten Staaten hatten schwere Jahre hinter sich. Die Union war erhalten und die Sklaverei abgeschafft worden. In Frankreich beobachtete der Jurist, Politiker und Gegner der Sklaverei Édouard de la Boulaye diese Entwicklung mit großem Interesse. Für ihn war Amerika der Beweis, dass eine Republik selbst schwere Krisen überstehen konnte. Seine Idee war ungewöhnlich. Frankreich sollte den Vereinigten Staaten ein monumentales Geschenk machen. Kein Gemälde und keine Medaille, sondern ein Bauwerk, das schon von weitem sichtbar sein würde. Es sollte die Freundschaft zwischen beiden Ländern würdigen, Freiheit und Demokratie verkörpern und zugleich an das Ende der Sklaverei erinnern. Der französische Bildhauer Frédéric-Auguste Bartholdi griff diese Idee auf und begann ein gewaltiges Freiheitsdenkmal zu entwerfen. Schnell war ihm klar, dass die Statue nur dann ihre volle Wirkung entfalten würde, wenn sie riesig war und an einem Ort stand, den jeder sehen konnte. Die Statue allein sollte vom Sockel bis zur Spitze der Fackel 46 Meter hoch werden. Zusammen mit Sockel und Fundament erreicht das gesamte Monument knapp 93 Meter, ungefähr die Höhe eines 22-stöckigen Gebäudes. Als Bartholdi 1871 in die Vereinigten Staaten reiste, fiel seine Wahl auf Bedloes Island, das heutige Liberty Island. Die Insel lag direkt am Eingang des New Yorker Hafens. Jeder, der über den Atlantik nach Amerika kam, würde die Statue bereits aus großer Entfernung entdecken. Doch aus der Vision wurde schnell eine gewaltige technische Herausforderung. Viele glauben bis heute, die Freiheitsstatue bestehe aus massivem Metall. Tatsächlich ist sie überraschend leicht konstruiert. Ihre äußere Hülle besteht aus nur wenige Millimeter dünnen Kupferplatten, die von Hand in Form gebracht wurden. Im Inneren befindet sich ein ausgeklügeltes Traggerüst aus Eisen. Für dieses Gerüst war ein Ingenieur verantwortlich, dessen Name später weltberühmt werden sollte: Gustave Eiffel. Noch bevor er den Eiffelturm errichtete, entwickelte er eine Konstruktion, die ihrer Zeit weit voraus war. Das Innengerüst war so gebaut, dass sich die Kupferhaut bei starkem Wind und bei Temperaturunterschieden geringfügig bewegen konnte. Eine völlig starre Konstruktion wäre langfristig beschädigt worden. Dieses flexible Prinzip trug entscheidend dazu bei, dass die Statue mehr als ein Jahrhundert lang Wind, Wetter- und Temperaturschwankungen überstehen konnte. Doch während die Ingenieure Lösungen fanden, entstand ein ganz anderes Problem: das Geld. Die Vereinbarung zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten war einfach. Frankreich finanzierte die Statue, Amerika den gewaltigen Sockel. Entworfen wurde dieser vom amerikanischen Architekten Richard Morris Hunt. In beiden Ländern verschlang das Projekt jedoch mehr Geld als geplant. Besonders in den Vereinigten Staaten geriet der Bau ins Stocken, weil die Finanzierung des Sockels nicht gesichert war. Erst eine außergewöhnliche Spendenaktion brachte die Wende. Der Zeitungsverleger Joseph Pulitzer rief die Bevölkerung dazu auf, selbst kleine Beträge zu spenden. Tausende Menschen beteiligten sich. Nicht einzelne Großspender, sondern unzählige kleine Beiträge sorgten schließlich dafür, dass der Sockel fertiggestellt werden konnte. Damit wurde die Freiheitsstatue nicht nur zu einem Geschenk Frankreichs, sondern auch zu einem Gemeinschaftsprojekt der amerikanischen Bevölkerung. Als die Statue in Paris vollständig zusammengesetzt war, wartete bereits die nächste Herausforderung. Wie transportiert man ein Bauwerk dieser Größe über den Atlantik? Die Antwort war ebenso einfach wie aufwendig.
Die Statue wurde in 350 Einzelteile zerlegt und in 214 Holzkisten verpackt. Jedes Bauteil wurde nummeriert und sorgfältig verstaut. Anschließend brachte das französische Frachtschiff Isère die ungewöhnliche Ladung nach New York, wo es am 17. Juni 1885 eintraf. Auf dem damaligen Bedloes Island, dem heutigen Liberty Island, begann anschließend der Wiederaufbau. Zuerst entstand das Innengerüst. Danach befestigten Arbeiter nach und nach die Kupferplatten an ihren ursprünglichen Positionen. Im Grunde handelte es sich um eines der größten dreidimensionalen Puzzles seiner Zeit. Am 28. Oktober 1886 wurde die Freiheitsstatue schließlich offiziell eingeweiht. Doch ihre heutige Bedeutung entwickelte sich erst danach. Für Millionen Einwanderer wurde sie zum ersten sichtbaren Zeichen ihrer neuen Heimat. Nach einer langen Überfahrt erschien sie am Horizont, noch bevor viele von ihnen amerikanischen Boden betraten. Für sie wurde die Statue zum Symbol eines Neuanfangs. Diese Verbindung entstand jedoch erst nach und nach. Verstärkt wurde sie durch Emma Lazarus' Gedicht The New Colossus, das später auf einer Bronzetafel im Sockel angebracht wurde. Auch ihre Gestaltung erzählt bis heute eine Geschichte. In ihrer rechten Hand hält sie die Fackel, das Licht der Freiheit. In ihrer linken Hand trägt sie keine vollständige Unabhängigkeitserklärung, sondern eine Gesetzestafel. Auf ihr steht das Datum der amerikanischen Unabhängigkeit, der 4. Juli 1776. Die 7 Strahlen ihrer Krone bilden einen leuchtenden Strahlenkranz und werden häufig mit den 7 Meeren und Kontinenten verbunden. Weniger bekannt sind die zerbrochenen Ketten zu ihren Füßen. Sie stehen für die Befreiung von Unterdrückung und erinnern zugleich an die Abschaffung der Sklaverei nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Doch vielleicht ist der wichtigste Teil der Freiheitsstatue gar nicht ihre Form, sondern ihr Standort. Wäre sie irgendwo im Landesinneren errichtet worden, wäre sie möglicherweise nur ein weiteres beeindruckendes Denkmal geblieben. Am Eingang des New Yorker Hafens jedoch wurde sie zu einem Orientierungspunkt für Millionen Menschen. Noch bevor Reisende amerikanischen Boden betraten, begegneten sie diesem gewaltigen Symbol. Heute steht die Freiheitsstatue seit fast 140 Jahren an ihrem Platz. Sie hat Stürme, Kriege, Wirtschaftskrisen und gesellschaftliche Veränderungen überstanden. Mehrfach wurde sie restauriert und modernisiert. Bei einer umfassenden Restaurierung in den 1980er Jahren wurde unter anderem ihre beschädigte ursprüngliche Fackel ersetzt. Doch ihre zentrale Botschaft ist geblieben. Die Freiheitsstatue ist kein Symbol einer perfekten Welt. Sie erinnert vielmehr daran, dass Freiheit niemals selbstverständlich ist. Genau wie dieses Monument muss auch sie aufgebaut, erhalten und immer wieder geschützt werden. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum dieses Bauwerk bis heute zu den bekanntesten Symbolen der Menschheitsgeschichte gehört. Wenn du auch in Zukunft die unvorstellbaren Geschichten hinter den berühmtesten Bauwerken unserer Welt entschlüsseln willst, dann abonniere Knowledge Beyond, um keine Dokumentation mehr zu verpassen.